welcome everybody to this camp meeting. Ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Camp-Meeting. I believe I have 8 presentations. Ich glaube, ich habe 8 Präsentationen. I have a number of questions that have been sent in. Mir wurden einige Fragen zugesandt. And I'll try to answer some of them. Und ich werde versuchen, einige von diesen zu beantworten. The questions have been from the brethren in France, which was our purpose. Die Fragen kommen von den Geschwistern aus Frankreich. Das war auch der Sinn und Zweck. If possible, I want to answer 2 questions. Wenn möglich, möchte ich heute 2 Fragen beantworten. I don't mean in this presentation, I mean over this camp meeting. Und ich meinte jetzt nicht heute in dieser Präsentation, sondern über die gesamte Zeit des Camp-Meetings. So, the first question, it may not be in this order. Die erste Frage, vielleicht gehe ich aber auch nicht in dieser Reihenfolge vor. A study vor. that I did in the recent past. Es geht um ein Studium, das ich erst kürzlich geteilt habe. Which was based upon a Bible verse taken from the book 1 John. Welches über einen Bibelvers ging, und zwar aus dem ersten Buch des Johannes oder ersten Johannesbrief. 1 John chapter 4 verse 20. Es geht um 1. Johannes 4, Vers 20. We're not going to read the verse. Wir werden den Vers nicht lesen. But I have had a significant amount of criticism. Aber ich hatte große Kritik erhalten. On my explanation of this passage. In Bezug auf meine Erklärung von diesem Thema. This was taken from a series of studies in Portugal earlier this year. Entschuldigung an die Deutschen. The subject deals with parable teaching. And once again, we see that parable teaching runs into conflict with our established ideas of truth. So I wanted to give you these 2 questions at the beginning so that people can have an opportunity to consider these issues, these problems. How do parables work? Wie funktionieren Gleichnisse? And when you take the reference point of 1 John 4:20, und wenn man den Bezugspunkt von 1. Johannes 4, Vers 20 nimmt, who takes the priority, humans or God? Wer kriegt da die Priorität, die Menschen oder Gott? The reason people ask this question Der Grund, warum Menschen diese Frage stellen, is because what I taught appears to be in opposition to inspiration. Denn das, was ich gelehrt habe, scheint ein Widerspruch zum Geist der Weissagung zu sein. And hopefully we will discuss this a little bit more in our studies. Und hoffentlich können wir das noch etwas mehr in unseren Studien besprechen. So a second question that I want to try to address Eine zweite Frage, die ich besprechen wollte, is the subject of homeschooling. Ist die Thematik von Heimschule. Now, it may not be a large subject in this movement. Es mag keine große Thematik in dieser Bewegung sein. But for those families who it affects, it's a significant issue. Now, I know that people are going to be thinking the following thought. Ich weiß, dass nun die Leute das Folgende denken werden. The reason why I'm bringing this subject up
Der Grund, warum ich diese Thematik anspreche, is because recently, ist, weil erst kürzlich, at the beginning of October, also Anfang Oktober, President Emmanuel Macron of France hat Präsident Emmanuel Macron aus Frankreich made an announcement that next year, eine Ankündigung gemacht, dass nächstes Jahr for the school year 2021 to 2022, das Schuljahr 2021, 2022 homeschooling is going to be banned in France. es nicht mehr gestattet sein wird, eine Heimschule in Frankreich durchzuführen. So the reason why I'm discussing the issue of homeschooling, Der Grund, warum ich die Thematik von Heimschule besprechen möchte, even though it's important for the brethren, the families, the members in France, obwohl es jetzt wichtig für die Geschwister in Frankreich ist, someone had asked me this question previously, so hatte mich jemand anderes dennoch diese Frage schon zuvor gestellt. and that's why I was wanting to address the subject at this camp. Und deswegen wollte ich diese Frage bei diesem Camp-Meeting hier besprechen. And it just so happens that in this time frame, this announcement was made. Und wie es der Zufall will, kommt genau in dieser Zeit jetzt so eine Aussage vom Präsidenten. So it seemed convenient on a number of fronts to address this question. Und so scheint mir das Grund genug zu sein, diese Frage zu bevorzugen. So if you have any personal thoughts, any ideas on these two questions, Wenn ihr persönliche Gedanken oder Ideen zu diesen beiden Fragen habt, please feel free to message me privately. dann bitte fühlt euch frei, mir privat zu schreiben, So I'll have an opportunity to consider your thoughts, damit ich eine Möglichkeit habe, mir über eure Gedanken zu machen. because you may have an opinion that would help other people in the movement, and I can be used as a channel to facilitate that. Und du könntest ja eine Meinung haben, die anderen in der Bewegung helfen könnte. Und somit könntest du als ein Sprachrohr wirken. At the beginning of September, we started a series of camp meetings. Anfang September haben wir eine Reihe von Camp-Meetings I believe this is durchgehalten. the fourth camp meeting that we've had. Und ich glaube, das ist jetzt das 4. Camp-Meeting. And I commented at that camp meeting that I would have thoughts and ideas that would flow from one camp to the next. Und bei diesen Camp-Meetings hatte ich gesagt, dass diese Camp-Meetings aufeinander aufbauen, dass meine Gedanken durchgehend sind. For those of you who have been listening to the Sabbath studies that I've been doing over the last few months, Für diejenigen, die meinen Sabbatstudien über die letzten Monate folgen konnten, on the subject of relationships, und zwar über die Thematik der Beziehungen, I've tried to keep the camp meeting studies and those Sabbath studies separate. weil da habe ich versucht, die Studien, die ich an einem Camp-Meeting gemacht habe und die ich an einem Sabbat gemacht habe, voneinander zu trennen. But they have begun to merge. Aber es fing nun an, dass die sich miteinander vermischten. 2 weeks ago, Vor 2 Wochen, I believe it was the 10th of October, ich glaube, es war am 10. Oktober, I did a Sabbath presentation, da habe ich auch am Sabbat einen Vortrag gehalten. and that was to be an introductory thought on something that would take a couple of studies to do. Und das sollte ein Einführungsgedanke für eine Reihe von Vorträgen werden. That particular study wasn't continued last Sabbath. Dieses Studium wurde letzten Sabbat fortgeführt. So I plan to continue it
at the beginning of this camp meeting. Wurde nicht fortgeführt und somit habe ich geplant, es zu Beginn dieses Camp-Meetings So we're diesen going to Gedanken begin with weiterzuführen. a short recap or review of what was presented on October the 10th. Und jetzt wollen wir eine kurze Wiederholung dessen machen, was am 10. Oktober präsentiert wurde. So for those of you who were not familiar with what was discussed, Für jene, die jetzt nicht wissen, was gesprochen wurde bei dieser I went Präsentation, back to a study habe mich auf ein Studium bezogen, that was presented 5 months ago. das vor 5 Monaten vorgetragen wurde. On the 16th of May. Und zwar am 16. Mai. It was a presentation that someone else did, not myself. Es war eine Präsentation, die nicht ich gehalten habe, sondern jemand anderes. It was a presentation done by Elder Tess. Und das war eine Präsentation von Tess. And it was titled Worshipping the Apis Bull. Und diese Präsentation wird überschrieben mit den Apis-Stier anbeten. Oder die Anbetung des Apis-Stier. And I used that study as a reference point or a launching pad for the points I wanted to make. Und ich habe Bezug genommen, oder ich habe dieses Studium als einen Bezugspunkt genommen für Studien, die ich machen wollte. So the study that Elder Tess did was on the subject of the Apis Bull. Das Studium, das Tess gemacht hatte, ging um den Apis-Stier. So I just want to have a review of what was studied 2 weeks ago. Ich möchte also eine Wiederholung dessen machen, was vor 2 Wochen studiert wurde. If you turn to the book of Exodus, chapter 32. Wenn man zu 2. Mose Kapitel 32 geht. Exodus chapter 32. Beginning verse 1. Und da ab Vers 1. Give you a bit of background. Etwas Hintergrundwissen noch. Moses is in Mount Horeb. Mose befindet sich auf dem Berg Horeb. And he's been there for 46 days approximately. Und er ist da jetzt schon seit circa 46 Tagen. You can see his sojourn in the mountain Man kann seinen Umriss auf dem Berg sehen, in den folgenden Exodus Kapiteln. 24 Also in Kapitel 24 and Exodus 34. und Kapitel Speaks about his 34. sojourn in the mountain. Dort spricht es über seine Reise auf dem Berg. And I think you're all familiar with the fact that he's there for 46 days. Und ich nehme an, dass ihr damit vertraut seid, dass er da oben auf dem Berg 46 Tage ist. It's divided into 2 parts, 6 days of preparation and 40 days communing with God. Und diese Zeit wird unterteilt in 6 Tage Vorbereitung und 40 Tage. So I've given some references. I'll write them down on the board. Hier einige Referenzen nun. Ich schreibe sie auf die Tafel. Exodus 24. 2. Mose 24. Exodus 34. 2. Mose 34. I want to give you a spirit of prophecy reference. Und noch eine Angabe vom Geist der Weissagung. Patriarchs and Prophets, page 313. Patriarchen und Propheten, Seite 314. If you read those passages, wenn man diese Abschnitte liest, it will give you some background of what Moses is doing. Dann gibt das ein bisschen Hintergrundwissen von dem, was Mose tut. So as Moses is in the mountain, während Mose sich nun auf dem Berg befindet, there are
problems in the camp of Israel. Gibt es gleichzeitig Probleme im Lager der Israeliten? So we are in Exodus chapter 32, verse 1. Und jetzt sind wir in 2. Mose 32, Vers 1. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us. For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Als aber das Volk sah, dass Mose vom Berg zu kommen verzog, sammelte es sich um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was aus diesem Manne Mose widerfahren ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Instead of addressing the problem, Anstatt das Problem anzusprechen, Aaron tries to pacify the people. versucht nun Aaron, die Menschenmenge zu beschwichtigen, zu besänftigen. So, though I don't want to make this the subject of this study, Ich möchte das jetzt nicht zur Thematik dieses Studiums machen. I want to point out that this is a failure of leadership or organization. Ich möchte hier aufzeigen, dass das hier ein Problem der Leitung oder der Organisation ist, ein Versagen. So, one of the themes that you can pick up when you deal with the subject of the Apis bull, or what we would call the golden calf, Also eines der Thematiken, die man hier aufgreifen könnte, wenn man über die Anbetung des Apis-Stier spricht, oder wir nennen es hier auch das goldene is Kalb, a study on what leadership or organization looks like. dann geht es darum, wie die Organisation aussieht oder wie Leitung aussieht. And I want to remind every single one of us Ich möchte jeden Einzelnen von uns daran erinnern, that at this juncture, when Moses comes down dass bei dieser Versammlung, als Mose herabkommt vom Berg and he begins to deal with this problem, und er mit dem Problem, dieses Problem nun lösen muss, he's going to instruct the people to deal with this mess. da macht er jetzt nun die Leute darauf aufmerksam, wie er mit dem Problem umgehen soll. If we were to drop down to verse 28 of the same chapter, Wenn wir nun zu Vers 28 aus dem gleichen Kapitel gehen, it says the following: da heißt es, And the children of Levi did according to the word of Moses, and there fell of the people that day about 3,000 men. die Kinder Levis taten, wie ihnen Mose gesagt hatte, sodass an demselben Tage vom Volke bei 3000 Männer fielen. I just want to pause for one moment and just make a comment. Ich möchte hier kurz innehalten und dazu etwas sagen. This is a subject that has become increasingly important to us, what I'm about to say. Was ich jetzt sagen werde, ist etwas, was immer wichtiger für uns wird. And it's not just the sexist language of inspiration, Das ist hier nicht nur eine sexistische Sprache von der Bibel hier, but it's also the sexist culture of inspiration. sondern es ist auch eine Kultur des Sexismus. So back in February this year, Im Februar diesen Jahres in Uganda, das war in Uganda, I did a study on Deuteronomy chapter 22, verse 5. habe ich ein Studium über 5. Mose 22, Vers 5 gemacht, Which is a study on
what men and women are allowed to wear. Das ist ein Studium, wo es darum geht, was Männer und Frauen anziehen können. And in that study, In diesem Studium I connected it to chapter 20. und ich habe dieses Studium mit Kapitel 20 verbunden. And chapter 20 is to do with warfare. Und Kapitel 20, da geht es um Kriegsführung. And in that study, Und I made the following observation. in diesem Studium habe ich folgende Bemerkung oder Beobachtung gemacht. You know that at Kadesh Barnea, Du weißt, dass bei Kadesh Barnea, because of the sins of the people, dass da die Sünden der Menschen, everyone over the age of 20 would die. da die Menschen, alle die älter wie 20 waren, sterben mussten wegen ihren And Sünden. because we live in the 21st century, Und weil wir im 21. Jahrhundert leben, we think every person died. glauben wir, dass jeder starb. But we identified in the Ugandan studies Aber in den Studien in Uganda haben wir herausgestellt, that when it said everyone died, dass wenn es heißt, dass jeder starb, in reality, the correct marker was that every man died. in Wirklichkeit es so war, dass jeder Mann gestorben ist. Men were to blame, men got punished. Die Schuld lag bei den Männern und deshalb trugen sie auch die Verantwortung dafür. The women were not part of that story. Die Frauen waren nicht Teil dieser Geschichte. And so, in the abomination of the golden calf, Und bei diesem once again, Abfall des it Goldenen tells you Kalbes, that 3,000 men were slain. da heißt es wiederum, dass 3000 Männer umkamen. And I want us to see how specific the Bible is. It says men. Ich möchte, dass ihr erkennt, wie spezifisch hier die Bibel ist, denn es heißt Männer. We know that we can tie up this number 3,000 that's found here with the story that's found in the book of Acts. Wir wissen, dass wir die Zahl 3000, die wir hier finden können, mit der Geschichte aus der Apostelgeschichte With verknüpfen können. 3,000 are baptized in one day. Da werden nämlich an einem Tag 3000 getauft. And that's taken from Acts chapter 2, Das kommt aus Apostelgeschichte Kapitel 2, verse 41. Vers 41. Acts 2:41 reads as follows. Apostelgeschichte 2, 41, dort steht: Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzugetan. I want to make the following premise or argument Jetzt möchte ich folgende Prämisse aufstellen, that there has been a significant change from Malachi to Pentecost. Ich möchte hier sagen, dass es da einen gewaltigen Unterschied gibt zu dem, was am Berg Horeb passiert ist und hier an Pfingsten. The 3,000 that were killed, they're identified at Mount Sinai are men, Am Berg Sinai werden 3000 Männer getötet. I'm not saying women were not killed, but they're not counted. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen nicht umgekommen sind, sondern sie wurden nicht gezählt. But when you come to the baptism at Pentecost, Bei der Taufe an Pfingsten aber, those 3,000 are not called men, they're called souls. da wird nicht von 3000 Männern, sondern von 3000 Seelen gesprochen.
And I want to argue that it includes men and women. Und ich behaupte, dass es sich jetzt hier um Männer und Frauen handelt. So from the Old Testament story to the New Testament story, the way things are counted changes. Die Geschichten im Alten Testament und Neuen Testament werden also unterschiedlich gezählt. It's just a small, fascinating insight into the progressive work of God. Es ist einfach nur ein kleiner Einblick in die faszinierende Arbeit, wie Gott arbeitet. Coming back to the story of Exodus, Zurück zur Geschichte von 2. Mose. what I've identified is when you deal with the subject of the Apis bull, Was ich aufzeige oder identifiziert habe, ist, wenn es um die Anbetung des you're Apis-Stier geht, confronted with the subject of leadership and organization. da wirst du mit der Thematik der Leitung und der Organisation konfrontiert. And you have to compare and contrast the two. Und du musst die beiden nun miteinander vergleichen und gegenüberstellen. Moses. Aaron und Mose. And I want to remind us, Und ich möchte uns daran erinnern, if you needed to be reminded, also wenn du daran erinnert werden musst, that in the eyes of the membership, who was the good leader? wer ist denn in den Augen der Glieder der gute Leiter? Aaron. Es ist Aaron. Who was the crazy man that couldn't control his emotions? Wer war denn der Verrückte, der seine Emotionen nicht beherrschen konnte? That was severe and aggressive, Der aggressiv und forsch war, confrontational, der auf Konfrontation aus war, that forced people to do things against their will. der Menschen dazu gezwungen hat, Dinge gegen ihren Willen That was zu tun. Moses. Das war Mose. You remember what they do with that calf. Erinnert euch, was sie mit diesem Kalb gemacht haben. He grinds it to powder, Er ließ sie zu Puder zermalmen, throws the powder into the river, hat dieses Puder in den Fluss geworfen and he forces the people to drink their own idol. und dann hat er das Volk dazu gezwungen, ihren eigenen Götzen zu trinken. It was not their choice. Das war nicht ihre Wahl. And this is the people that survive the slaying. Und diese Menschen haben dann das Massaker überlebt. When you go to the story of Pentecost, Geht man nun zur Geschichte zu Pfingsten, it's clear to see the subject of organization is being dealt with there as well. dann kann man deutlich erkennen, dass dort auch die Thematik der Organisation behandelt wird. Those people, the 3,000, Diese Leute, also diese 3000, are now going to be confronted with two leaders. werden jetzt mit 2 Leitern konfrontiert. The conference structure Die Struktur der offiziellen Gemeinde and the disciples. und die der Jünger. Elder Tess has already addressed the subject Tess hat bereits die Thematik adressiert, that the disciples were already the leaders of the church. dass die Jünger bereits die Leitungsfunktion der But nobody Gemeinde knows innehatten. that. Und das wusste nur niemand. These 3,000 don't. Die 3000 wussten das nicht. We're in Acts chapter 2. Und wir befinden uns in When you Apostelgeschichte go Kapitel to 2. chapter 3 and 4, Geht man zu den Kapiteln 3 und 4, you see that this issue of a change of leadership now becomes public. dann erkennt man, dass diese Thematik der Leitung nun öffentlich wird. There's an open discussion of who the leaders are. Es gibt eine öffentliche Diskussion darüber, wer die Leitung innehat. Because when the crippled man is healed at the gate beautiful, Als der verkrüppelte Mann an dem schönen Tor geheilt wurde and the apostles are forced to give an account of their behavior, und die Apostel dazu gerufen wurden, ihr Verhalten zu what did they rechtfertigen. say?
Was haben sie da gesagt? Their reply to the Sanhedrin, the leaders, Sie haben dem Hohen Rat geantwortet. is it better for us to obey you Ist es für uns besser, euch zu gehorchen or to obey God? oder Gott zu gehorchen? This is found in Acts chapter 5, Das können wir in Apostelgeschichte Kapitel 5 lesen verse 29. und dort in Versen 29. Peter says, Petrus sagt, and Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den And I want Menschen. to remind us, if we're not sure about this, Und ich möchte uns daran erinnern, wenn wir uns da nicht ganz sicher sind, that such a statement is apostasy, dass so eine Aussage eigentlich Abfall bedeutet. because the people he's talking to are not men. Denn zu den Menschen, zu denen er spricht, sind nicht Männer. These are people who have been appointed by God. Also nicht einfache Menschen, sondern es sind ausgewählte Menschen von They're Gott. God's appointed messengers. Sie sind Gottes ausgewählte Boten. I'm speaking about the Sanhedrin, Ich not the spreche, disciples. ich spreche hier vom Hohen Rat und nicht den Jüngern. So when Peter states that he will obey God and not these humans, Wenn also Petrus hier sagt, dass er Gott gehorcht und nicht diesen Menschen, he's not saying men in the context of human beings. dann sagt er nicht Menschen mit dem Hintergrund eines He's menschlichen talking Wesens, about people who are self-appointed, sondern er spricht von Menschen, die selbst ernannt sind. people who no longer represent God. Menschen, die nicht länger Gott repräsentieren. This is something that comes up over and over again. Das kommt immer und wieder ans Tageslicht. Even in this movement, Auch in dieser Bewegung. people do not seem to understand what it means about serving God or serving humans. Scheint es so zu sein, dass Glieder nicht wissen, was es bedeutet, Gott zu dienen oder Following Menschen God zu or dienen. humans, Gott zu folgen oder Menschen zu folgen. learning from God or humans. Von Gott oder Menschen zu lernen. People use the phrase, I will study for myself. Menschen sagen häufig, ich studiere für mich selbst. God will teach me. Gott wird mich schon unterrichten. In a recent camp meeting, I addressed this issue in Rule 14. Im letzten Camp-Meeting habe ich dieses Problem adressiert mit der Regel Nummer 14. So let me summarize this point. Lasst mich diese Regel kurz zusammenfassen. When Peter compares God and humans, Als Petrus hier Menschen mit Gott vergleicht, he's referring to humans who do not represent God. dann bezieht er sich auf Menschen, die Gott nicht repräsentieren. He's not speaking about God as a deity that lives far away. Er spricht hier nicht über Gott oder er bezieht sich nicht auf Gott als eine Gottheit, die weit weg lebt. If you stick to the rules of parable teaching, you will remain safe. Wenn du dich an die Regeln der Gleichnislehre hältst, bleibst du sicher. Too many of us think what Peter is doing is the following. Zu viele von uns glauben, dass das, was Petrus tut, das Folgende ist. Compare God, Vergleiche Gott compare human, mit Menschen. and he's not doing that. Und genau das macht er nicht. What he's doing Was er tut, is comparing human with human. ist, dass er Menschen mit Menschen vergleicht. We should all allow the rules and the methodology of parables to guide us on this issue.
Wir sollten alle es den Regeln und der Methodik gestatten, uns in dieser Thematik zu He führen. is saying, Er sagt, I Sure, we're back. He was saying, er sagt, I am the new leader, ich bin der neue Leiter and you need to compare them, the Sanhedrin, with me, und du musst den Hohen Rat mit mir vergleichen. not with a spiritual being that lives billions of miles away in heaven. Nicht mit einem geistlichen Wesen, das Millionen von Kilometern im Himmel lebt. This point ties back to the question that I was asked. Das bezieht sich jetzt wiederum auf die Frage, die mir gestellt wurde. 1 John 4:20. In 1. Johannes 4, Vers 20. You can no longer, with a good conscience, compare spirit with human. Du kannst nicht länger mit einem guten Gewissen den Geist mit Menschen vergleichen. God with a person. Gott oder Gott mit einem Menschen It's vergleichen. not a legitimate comparison. Das ist kein legitimer Vergleich mehr. The point that we want to see Den Punkt, den wir hier erkennen wollen, is that the subject of the Apis bull ist die Thematik des Apis-Stier will produce a shaking. We know that. eine Sichtung hervorrufen wird. Das wissen wir bereits. The shaking is connected to apostasy, of course. Und diese Sichtung ist verknüpft mit Abfall natürlich. But what also comes to light Was aber auch ans Tageslicht kommt, is that the subject of appropriate and correct leadership comes to view. ist auch die Thematik von guter und korrekter Leitung. And we should not forget that. Das sollten wir nicht vergessen. The subject of the Apis bull was first brought to light in May this year, Die Thematik des Apis-Stier wurde zum ersten Mal im Mai diesen Jahres and it's come adressiert. back again in October, Und jetzt im Oktober kommt sie noch einmal auf, but with deeper conviction in a more pointed fashion. aber mit einer tieferen Überzeugung. Sie ist direkter. I want to remind you what Elder Tess said in her presentation this morning. Ich möchte euch daran erinnern, was Tess diesen Morgen in ihrer Präsentation sagte. She spoke about the form and the spirit. Sie sprach über die She was Form und speaking den about Geist. equality. Sie sprach über Gleichheit. But if you go back to the study of the Apis bull in May this year, Geht man jetzt aber zu dem Apis-Stier-Studium zurück im Mai diesen Jahres, the timestamp is 18 minutes. das Zeiteisen sagt jetzt 18 Minuten. If you want to review it, Wenn man es nochmal, also bei 18 Minuten the ist point that she made in this die morning's Aussage. presentation is repeat of the point that she made 5 months ago. Also das, was sie heute Morgen gesagt hat, hat sie auch vor 5 Monaten gesagt. So she spoke about the form, the Apis bull, Sie hat also über das Erscheinungsbild dieses Stieres and then she gesprochen moved on to the spirit. und dann ist sie zu dem Geistlichen fortgegangen And when oder she moved on to the weitergegangen. spirit, she spoke about another story, Und da hat sie dann eine andere Geschichte besprochen, King Saul, nämlich König Saul. the spirit to be like the other nations. Einen Geist zu haben oder einen Willen zu haben, wie die anderen Nationen zu sein. So in that May presentation, she speaks about not only the shape of the idol, but the idol's character, the Im, idol's personality.
im Mai, in der Präsentation im Mai spricht sie nicht nur über die Form, sondern auch über den Charakter And in her dieses first presentation of this camp meeting, she repeated the very same thought, but said it slightly differently. Aber bei der ersten Präsentation dieses Camp-Meetings hat sie den gleichen Gedanken wiederholt, aber etwas anders ausgedrückt. You will remember Ihr erinnert euch daran, 14 months ago, a test was brought to the movement. dass vor 14 Monaten ein Test an die Bewegung herangetragen wurde. It was the form, Da ging es um die Form, equality. quasi die Gleichheit. It began in July, but it came with force in August. Es fing im Juli an, aber mit voller Kraft kam es im August. And people objected to something that I said, something that I did at the international camp meeting in August. Und Menschen hatten ein Problem damit, mit dem, was ich gesagt habe, bei dem internationalen Seminar im August. When I insisted, some people say when I forced. Manche sagen, ich habe Zwang ausgeübt, andere haben gesagt, ich habe nur darauf That I bestanden. said that sisters were required to wear trousers. Hatte ich gesagt, dass dass von Frauen verlangt wird, Hosen zu And people tragen. objected to that. Und Menschen hatten nun ein Problem damit. And one of the objections they said was, well, I don't feel like doing it. Und eine dieser Einwände war einer wie folgt, dass zum Beispiel jemand sagt, ich fühle mich So nicht if danach, I wear das zu tun. trousers, it won't be genuine. Wenn ich jetzt Hosen anziehe, dann ist das nicht echt. And those who were at the camp meeting know exactly what I said in response to that. Und jene, die bei dem Camp-Meeting dabei waren, wissen genau, was ich darauf geantwortet habe. I said it's irrelevant what you feel. What is relevant is what you do. Ich hatte gesagt, dass es ist egal, was du fühlst, es kommt nur darauf an, was du tust. I said the very same thing at the last camp meeting Das Gleiche habe ich beim letzten Camp-Meeting gesagt, a couple of weeks ago, vor einigen Wochen. when I quoted from C.S. Lewis Da habe ich C.S. Lewis zitiert, in his book Mere Christianity. und zwar in seinem Buch He Wahres spoke Christsein. of not consulting your feelings, but just going through the motions. Er sprach davon, nicht deine, das habe ich vergessen. He spoke of not consulting your feelings, Er sprach davon, deine Gefühle nicht but anzuschuldigen, going through the motion, going through the actions, sondern dass es nur um die Taten which geht. is exactly what was said last August 2019. Und das wurde im letzten August, also im Jahr 2019, gesagt. That was the form. Hier ging es um das äußere equality. Erscheinungsbild der And now we're dealing with Gleichstellung. the spirit of equality. Und jetzt geht es um den Geist der Gleichstellung. So when we're dealing with this issue, which comes directly from the story of the golden calf, the Apis bull, Wenn wir jetzt nun mit diese Thematik behandeln, nämlich das goldene Kalb oder den you Apis-Stier, must know that one of the challenges that you'll be confronted with dann musst du wissen, dass eine der Herausforderungen, mit denen du konfrontiert wirst, is understanding what correct leadership looks like. die ist, dass du verstehst, wie wahre Leitung aussieht. And how do you know what correct leadership even looks like? Woher weißt du nun, wie korrekte Leiterschaft aussieht? The only way you know anything Die einzigste Art, wie du überhaupt irgendwas wissen kannst, is how. ist wie? You have to compare it with something. Du musst es mit etwas vergleichen. So if you want to know what good leadership looks like, you compare it to bad. Wenn du wissen willst, wie gute Leiterschaft aussieht, dann musst du sie mit einer schlechten vergleichen. And we spoke about this issue Und again in a recent camp meeting.
Und wir haben über diese Thematik nochmal bei einem erst kürzlichen Seminar gesprochen, what good and bad leadership looks like. wie gute und schlechte Leitung aussieht. All of this is encapsulated in this study of the Apis bull. All das befindet sich sozusagen in einer Nussschale bei dem Studium über den Apis-Stier. Exodus 32, verse 2. 2. Mose 32, Vers 2. Aaron tells them to take off their jewelry in order for him to make a calf. Aaron sagt ihnen, dass sie ihren Schmuck ablegen sollen, damit er ihnen ein Kalb gießen kann. And Aaron said unto them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, of your daughters, and bring them unto me. Aaron sprach zu ihnen, reißet die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Weiber, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringet sie zu mir. Again, I don't want to delve into this issue, but you'll notice that earrings are not something that women wear. Ich möchte ja nicht nochmal das Thema aufbringen, aber hier könnt ihr nochmal erkennen, dass Ohrringe etwas ist, das Frauen nicht tragen sollten. Exclusively. Also ausschließlich. It says your sons and your daughters. Dort heißt es, eure Söhne und eure Töchter. So the whole issue of jewelry is an interesting subject back then. Zur damaligen Zeit war die Thematik von Schmuck oder Ohrringe eine interessante Thematik. Verse 3, they obey. In Vers 3 folgen sie dem nach. Verse 4, Vers 4, he takes the jewelry dort nimmt er dann den Schmuck and he creates this calf. und dann gießt er oder formt er dieses Kalb. Verse 1, In Vers they say, 1, make us gods. in Vers 1 sagen sie, mache uns Götter. Verse 4, In Vers 4, Aaron answers, da antwortet Aaron, these be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. So it's these passages, if you see commentary on them, Wenn du dir die Kommentare zu solchen Abschnitten anschaust, that bring you to the understanding that this is the Apis bull that he has created at their behest, at their instruction. dann kommst du zu dem Ergebnis, dass hier dieser Apis-Stier quasi gegossen And wurde, whilst nach ihren Angaben. Apis, in a simplistic way, is a singular entity, Und während Apis quasi ein einzelnes Individuum ist, it is a multifaceted God. so ist es doch ein oder ein If you think Christianity is vielfacettiger complicated, Gott. Egyptian theology is even more convoluted and twisted. Wenn du glaubst, dass das Christentum kompliziert zu verstehen ist, so ist die ägyptische Theologie um ein Vielfaches komplizierter. They have all these gods, and each one of them has various roles. Sie haben all diese Götter und jeder hat eine unterschiedliche Rolle. So they have a God, Sie haben also einen Isaiah Gott 46, verses 1 and onward. in Jesaja 46, Verse 1 und folgende. Now, you have to take that God and you have to personify them. Du musst nun diesen Gott nehmen und ihn irgendwie personifizieren. Different cultures personified God in different ways. Unterschiedliche Kulturen haben ihre Götter auf unterschiedliche Weise personifiziert. The Greeks, Die who Griechen, considered themselves to be wise, die sich selbst als Weise darstellten, their personification was not 100%, but it was mostly the personification into human beings. bei den Griechen war die Personifizierung nicht immer, aber sehr häufig
mit menschlichen Wesen verbunden. The Egyptians, who were a more ancient culture, Die Ägypter, die eher eine altertümliche Kultur haben, they tended to personify God through creation or through creatures, animals. sie haben die Personifizierung eher mit Kreaturen oder mit Tieren gemacht. So they have this idea of life. Sie haben, oder es gibt jetzt hier diese Idee des Lebens. Solomon speaks about this. Salomo spricht davon. There's a time to laugh, a time to cry, a time to live, a time to die. Es gibt eine Zeit fürs Lachen, fürs Weinen, fürs Leben, fürs A time Sterben. for war, a time for peace. Eine Zeit für den Krieg und für den Frieden. Compare and contrast. Das ist alles always gegenüberstellen und this vergleichen. Hier gibt es immer diese Spannung. I lost count there, but I think I gave you 3 couples, which makes 6. Ich glaube, ich habe euch jetzt 3 Paare gesagt. Das sind dann insgesamt 6. So you have 3 pairs, which makes 6 facets of human experience. They're not exclusive. It's more than that. Also es sind jetzt hier nicht nur 3, das sind jetzt nicht alle, aber 3 Paare mit jeweils 2 You have to Facetten. remember that idolatry is based upon true, correct principles. Dann muss man verstehen, dass Götzenanbetung auf korrekten, wahrhaftigen Prinzipien basiert. Everything that you see came from somewhere, Alles, was du siehst, kommt ja von irgendwo her. something, Etwas, God. zum Beispiel Gott. So I will call them the ancients. Jetzt nennen wir das mal die Alten quasi oder We die won't use the Antiken. horrible term idolaters. Wir möchten jetzt nicht diesen verächtlichen Term Götzenanbeter Reason why I verwenden. say that Der Grund, warum ich das sage, is because they understood one thing. ist, weil sie eine Sache verstanden haben. All creation is a reflection of God, Sie haben verstanden, dass alle Schöpfung eine Reflexion which is ist exactly what you von believe. Gott. Und das ist genau das Gleiche, was du glaubst. That you are a reflection of God. Dass du nämlich ein Ebenbild Gottes bist. So Ein when Abbild. you're happy, Wenn du glücklich bist, God is the happy person. dann ist Gott also eine glückliche Person. When you're sad, Wenn du traurig bist, God is a sad person. dann ist Gott eine traurige Person. When you're angry, when you're happy, all of those emotions that you feel, Wenn du zornig bist, wenn du glücklich bist, all diese Emotionen, die du you can fühlen go to kannst. the animal or the vegetation kingdom and you see the same issues, Du kannst the es auch im same thoughts. Du kannst es auch im Tierreich oder im Pflanzenreich sehen. Da ist es immer wieder die gleiche Idee. Idolatry is nothing more than what you and I do. Götzenanbetung ist nichts mehr oder nicht mehr von dem, was du und And ich when I auch say you tun. and I mean what God instructs us to do. Wenn ich du und ich sage, dann bedeutet das, das ist das, was Gott von uns He verlangt zu tun. says Er sagt, we are nothing more but a reflection of Him. dass wir nichts mehr als eine Reflexion oder ein Spiegel von Flip ihm that sind. around. Jetzt tu das mal umdrehen. If you want to know what God's like, Wenn, where would you go? wenn du wissen willst, wie Gott ist, wo gehst du denn dann hin? Where would you look? Wo würdest du denn Ausschau danach halten? You can't get a telescope and look at God in heaven. Du kannst ja kein Teleskop nehmen und Gott im Himmel anschauen. You find God all around you. Du findest Gott überall um dich herum. When you look at people or when you look at yourself. Wenn du andere Menschen anschaust oder dich selbst. Now, these ancients were not foolish. Diese antiken Menschen waren ja jetzt nicht töricht. They knew that this cow was not literally God. Die wussten schon, dass diese Kuh jetzt nicht buchstäblich Gott ist. They knew that. Das wussten sie. Now, when you read your Bible, Wenn du nun deine Bibel liest,
you know that that Bible is not literally God, dann weißt du auch, dass diese Bibel nicht buchstäblich Gott ist. but we treat the Bible with reverence. Aber wir behandeln diese Bibel mit Why? Respekt. Warum denn? Because in some shape or form, depending on how you want to explain it, Denn auf irgendeine Art und Weise, und es kommt jetzt darauf an, wie du das erklären möchtest, we see this book as an avenue or a vehicle or a doorway to God. sehen wir dieses Buch als die Straße oder das Fahrzeug oder den Zugang zu Gott. And it's only a small step to start off from that point Und es ist nur ein kleiner Schritt, wenn man hier mal anfängt, to begin to idolize this book. zu dem Punkt hin, wo man dieses Buch nun vergöttert. Now, I'm not saying we should deface books, Ich sage jetzt nicht, dass wir Bücher, but if this was just a normal book, aber wenn das jetzt hier einfach nur ein normales Buch wäre, you wouldn't have much problems if I just ripped it up in front of you. dann hättest du nicht groß irgendwelche Probleme damit, wenn ich es zerreißen würde vor Why deinen would Augen. you have an objection if I did that with this book? Warum hättest du denn ein Problem damit, wenn ich es mit dieser Bibel hier mache? It's because of what this book symbolizes. Der Grund liegt darin, für was dieses Buch steht. This is how idolatry works. So funktioniert nämlich Götzenanbetung. There is very little space between truth and error. Der Grad zwischen Wahrheit und Irrtum liegt They're so sehr close beieinander. together, you can't see any light between them. Das ist so eng, dass man kein Licht zwischen ihnen sehen kann. That's why we call things the counterfeit. Deswegen nennen wir gewisse Dinge als die Fälschung. What does parable teaching tell you? Was sagt uns die Gleichnislehre? In fact, what's the definition of parable? Andersrum gesagt, was ist denn die Definition von You take Gleichnissen? two things that are apart, Du nimmst zwei Dinge, die voneinander you entfernt do what with sind. them? Und was machst du nun mit ihnen? You bring them together. Du bringst sie, The stellst sie closer you bring them nebeneinander. together, Und the better the parable. je näher du sie nebeneinander stellst, desto besser ist das Gleichnis. So I want to summarize what I have been saying about the subject of the Apis bull. Also ich möchte zusammenfassen von dem, was hier über den Apis Stier gesagt wurde. Idols are a physical representation or a form of God. Götzen sind eine Form von Gott oder eine körperliche Repräsentation von Gott. People like ourselves may be offended by this concept. Menschen wie wir selbst mögen von so einem Konzept vielleicht sich angegriffen fühlen, When I would suggest that the difference between idolatry and the truth is not as large as we might think. und ich schlage ja vor, dass der Unterschied zwischen Götzenanbetung und wahrer Anbetung nicht so groß ist, wie wir vielleicht glauben. There's not much space between the truth and error. Zwischen dem Irrtum und der Wahrheit liegt nicht viel Raum. This is not a coincidence, Das ist kein This is Zufall. Das ist kein Zufall, a principle. das ist ein Prinzip. They have to be very similar, Sie müssen sehr ähnlich sein, otherwise they wouldn't be true idols, denn sonst wären sie ja keine wahren Götzen. and we could not compare our experience and understand our experience. Und sonst könnten wir ja unsere Erfahrung nicht verstehen und erklären. That's why you need, I would just call it error, in order to understand truth. Deswegen brauchen wir den Irrtum, um die Wahrheit zu verstehen. This idea that people
used to suggest diese Idee, die Menschen versuchen that if you want to vorzutragen, understand counterfeit money, you only study the true money, is dass, erroneous. dass wenn du Falschgeld identifizieren willst, du dann nur das Originale oder das echte Geld anschaust, ist Irrtum. You need to understand and see both. Du musst beides sehen und beides verstehen. So when we speak about the Apis bull, Wenn wir also hier über den Apis-Stier we're reden, speaking about our own experience. dann sprechen wir über unsere eigene Erfahrung. And thus far, there are two issues that I've wanted to address. Und soweit gibt es zwei Thematiken, die ich adressieren möchte. One of them is the issue of leadership. Eine Thematik ist die Leitung. That when you speak about this subject, idolatry, the Apis bull, the subject of leadership comes up. Spricht man über das goldene Kalb oder den Apis-Stier, dann geht es auch um die Leitung. Das ist miteinander verbunden. It comes up at Mount Sinai and it comes up at Pentecost. Das sehen wir beim Berg Sinai oder aber auch bei Pfingsten. Both places. Zu beiden Begebenheiten. So when we discuss the subject of leadership, the only way to know what good leadership looks like is to compare it to bad. Die einzigste Möglichkeit, wie du gute Leitung erkennen kannst, ist, wenn du sie schlechter Leitung gegenüberstellst. Moses and Aaron, Mose und Aaron, the disciples, the Sanhedrin, der Hohe Rat und die Jünger, the Alpha and Omega of ancient Israel. der Anfang und das Ende des I alten want us to Israels. understand those parallels. Diese Parallelen möchte ich, dass wir sie verstehen. Then we spoke about the form and the spirit. Dann haben wir über die Erscheinungsform und das Wesen oder den Geist gesprochen. In May, Elder Tess used the term character, not spirit. Im Mai hat Tess das Wort Charakter verwendet und nicht There's no point in Geist. just having a form, a shape, Es geht nicht nur darum, eine Form oder ein Aussehen zu haben, without having an associated character to it. ohne einen mit ihr verbundenen Charakter zu haben. And anyone sensible Und jeder, der von Sinnen ist oder bei Sinnen would ist, make sure that the form or the shape matches the character. stellt sicher, dass die Erscheinungsform mit dem Charakter übereinstimmt. So if I want to represent something of stability, of strength, of permanency, Wenn ich Stärke oder Kontinuität I'm not gonna darstellen represent- möchte, I'm oder not going to repräsentieren represent möchte, those characteristics by a flowing river, by Dann- water. dann würde ich so etwas nicht durch ein fließendes Gewässer oder Wasser generell darstellen By the sea, oder durch das Meer, which is like waves that go back and forth, no stability, Das- double-minded. das wie das Meer, wo die Wellen brechen und hin und her gehen, da gibt es keine Stabilität, keine But I Kontinuität. live in a floodplain. Wenn ich aber in einer Ebene lebe, die leicht überflutet werden kann, A floodplain is an area of land where a river comes and floods the land every year. das ist eben eine Landesebene, die durch einen Fluss beispielsweise jährlich überflutet wird. Sure. A floodplain is a flat land where a river overflows its banks and floods the country. Also ein Überflutungsgebiet ist eben ein Gebiet, wo das flach ist und wo ein Fluss regelmäßig über seine Ufer tritt. Und somit das Gebiet I give überflutet. that example because that's the example of Egypt. Ich gebe nun hier dieses Beispiel, weil genau das man in Ägypten sehen kann. The River Nile doesn't bring life just because it's a river. Der
Nil bringt nicht das Leben nur, weil er ein Fluss ist. It brings life because it floods its banks Er bringt das Leben, weil er eben über die Ufer tritt. and it spreads itself over the land, bringing not only water but nutrients. Er bringt jetzt nicht nur Wasser, sondern auch die Neutronen und So every year, this river will bring life. also Inhaltsstoffe, Nährstoffe, und somit bringt dieser So Fluss if I jedes want Jahr to Leben. represent life, conception, fertility, Wenn ich jetzt Leben und dergleichen a darstellen möchte, river that floods its banks, that overflows, would be a good representation. da wäre, oder Vitalität, da wäre ein Fluss, der über die Ufer tritt, ein gutes Bild. The form has to represent or has to correctly represent the character. Die Erscheinungsform muss dem Charakter I'm hoping we can all see widerspiegeln. that. Und ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt. And these idols were carefully selected for that purpose. Und dieser Götze wurde speziell für diesen Zweck ausgesucht. So here we come to the golden calf, Apis. Und jetzt hier gehen wir zurück zu dem goldenen Kalb, das der Apis ist. And the last point that I was bringing up, Der letzte Punkt, den ich erwähnt hatte, Exodus chapter 32, verses 1 and 4, war 2. Mose 32, is that this, 1 bis 4. we call it a golden calf, but I'm going to change it to a bull. Also wir nennen es ja das goldene Kalb, aber ich sage jetzt, das It's ist not ein a singular Stier. God. Das ist kein einzelner Gott. It's many gods. Es steht für viele Götter. Many gods equals the following. Viele Götter stehen nun oder stehen gleich für das Folgende. The many facets or the many sides of God, Sie stehen für die vielen Facetten, für die Vielseitigkeit which is the same as Gottes. you and me. We have many facets. Das ist das Gleiche wie du und ich, weil wir haben viele Facetten. I gave you 6 of them from Solomon. 6 davon habe ich euch schon von Salomo You remember zitiert. that? Ihr erinnert euch daran. So whether you call it one God or lots of gods, it's the same thing. Ob du jetzt das nun ein Gott oder viele Götter nennst, das ist das Gleiche. So a man and a woman, Wir haben also einen Mann und eine Frau. are they 2 separate entities or one entity? Sind sie jetzt 2 eigenständige Einheiten oder sind sie beide zusammen eine Einheit? The 144,000, are they 144,000 people or are they one entity? Sind die 144.000 jetzt 144.000 Individuen oder sind sie ein Volk? It depends what model you're using Es to kommt, answer that question. es kommt darauf an, welches Modell du nutzt, wie du diese Frage nun beantworten kannst. Because it's both. Denn es ist beides. They should move in harmony, which makes them a singular entity. Es sollte aber in Harmonie geschehen, somit Husband and wife become one flesh. Mann und Frau werden zu einem Fleisch. So in the same way, when we talk about God In der gleichen Art ist es, wenn wir über Gott and we sprechen. represent him with these differing images, Und wir repräsentieren ihn durch diese unterschiedlichen Bilder. either you can model it as one God with different character traits, Entweder kannst du es als ein Gott mit unterschiedlichen For a nicer way to do Charaktereigenschaften darstellen, oder aber schöner wäre, is to represent God with many different images. schöner wäre es, wenn man Gott mit vielen verschiedenen Bildern darstellen könnte. This is what the Egyptians did. Und genau das haben die Ägypter gemacht. They mixed it all up. Sie haben alles miteinander vermischt. Starts off simple. Es fängt einfach an. It starts off simply. Es fängt einfach an. A bull Ein Stier has certain characteristics. hat gewisse Eigenschaften. We'll say Sagen wir mal, strength,
Stärke. So therefore the bull would just be one God, the God of strength. Und somit wäre der Stier nun eine Gottheit, der Gott der Stärke. There's a problem. Jetzt gibt es aber ein Problem. What's the problem? Was ist das Problem? What happens to bulls? Was geschieht denn nun mit Stieren? They die. Sie sterben ja. How are you going to explain that? Wie erklärt man das jetzt? So therefore, that bull has to have certain attributes or characteristics that Das- connect it to death. Deswegen muss dieser Stier nun gewisse Attribute haben, die mit So dem now Tod in this Verbindung stehen. bull will take on more than the characteristics of strength. It has to take on other characteristics. Und jetzt muss dieser Stier mehr als nur die Attribute von Stärke beinhalten. That's why it says, let's make gods. Deswegen heißt es in der Bibel, lasst uns Götter machen. This is a mature model. Das ist ein reifes Modell. This Oder is not something that the Israelites invented. Das ist nicht etwas, was die Israeliten erfunden haben. This is a mature Egyptian model of God. Das ist ein reines ägyptisches Modell der When you do Vorstellung that, von Gott. Wenn wir das machen, then you realize that this bull represents either many facets of God or many gods. It's the same thing. wenn wir das machen, dann stellen wir fest, dass dieser Stier entweder viele Facetten von Gott repräsentiert So oder I've eben tried to viele Götter. explain why it says many gods or why it says let us make gods. Ich habe hier versucht zu erklären, warum die Kinder Israel hier sagen, lasst uns viele Götter machen. Because this God represents different facets of experience. Denn dieser Gott repräsentiert viele Facetten unserer Erfahrungen. Now, Elder Tess has already addressed this subject. Tess hat diese Thematik schon adressiert. And if you remember, Wenn du dich daran erinnerst, she mentioned 4: sie hat 4 erwähnt. courage, Mut, which means you have a brave heart das bedeutet, du hast ein or a großes large Herz, heart, ein mutiges Herz, ein großes Herz, strength, Stärke, aggression, or a fighting spirit. einen kämpfenden Geist oder Aggression. We might call it courageousness, fearlessness. Wir können das Furchtlosigkeit beispielsweise nennen. So if you were to think about a bull, Wenn man nun an einen Stier denkt, you would see that it has these characteristics. dann kann man feststellen, dass er diese Eigenschaften besitzt. Now, what you have to do with this bull Was man nun mit diesem Stier machen is muss, make it special. ist, dass man ihn als besonders How would you make a darstellen bull muss. special? Wie macht man nun einen Stier zu etwas Besonderem? You give it immaculate conception. Du gibst ihm immakuläre Eigenschaften. So its mummy Es ist die Mama. was not impregnated by a man. Also deine Mutter wurde nicht durch einen Mann schwanger. I mean a male cow. Also ich meine jetzt einen männlichen It gets Stier. impregnated by the Holy Spirit. Also diese Kuh wurde schwanger durch den Heiligen Geist. We'll just call it light. Wir nennen das jetzt einfach mal In fact, we'll just call it a lightning bolt. So this innocent durch einen Blitz virgin quasi. cow Also diese is going to be struck by lightning, jungfräuliche Kuh wird durch einen Blitz getroffen and we're going to have an immaculate conception. und dann haben wir eine Erleuchtung And that's where this bull is going to come from. und daher hat der Stier nun seinen And this Ursprung. cow
will never give birth again. Und diese Kuh wird nie wieder eine Geburt haben. Now, if all of that sounds like Mary to you, Und wenn das nun alles wie Maria für dich anhört, you begin to see how the counterfeit and the true come together. dann erkennst du, wie die Fälschung und die wahre Geschichte zusammenkommen. The parallels are scarily close to each other. Die Parallelen sind erschreckend ähnlich zueinander. Now, you know as well as I do, Du weißt nun so gut wie ich, what's the favorite pastime of a bull? was ist denn die schönste Jahreszeit eines It's certainly Stieres? not going into war and fight. Es ist mit Sicherheit nicht die Zeit, wo er in den Krieg zieht und kämpft. It's not protecting the farmer from dangerous situations. Es ist auch nicht die Zeit, wo er den Landwirt vor gefährlichen Situationen What do bulls like doing the most? beschützen muss. Was mögen denn die Stiere am liebsten machen? Playing with cows, of course. Natürlich mit den Kühen spielen. Where we get the fourth characteristic of this bull. Wo bekommen wir jetzt diese vierte Eigenschaft her? Fertility. Das weiß ich nicht, was das In the ist. words of Moses, In den Worten von Mose, what this bull likes to do, was dieser in the Stier words of mag, Exodus chapter 32, verse 6, in den Worten von 2. Mose 32, Vers 6, is the bull likes to play. dort heißt es, der Stier mag spielen. For you and me, that means it enjoys sex. Für dich und mich bedeutet das, er hat seine Lust an Sex. Fertility. Fertility bedeutet And Fruchtbarkeit, that's why Zeugungsfähigkeit. in verse 6, Und deshalb haben wir in Vers if 6, you want to make God happy, wenn du Gott glücklich machen willst, what would you do? was machst du dann? You've got a couple of choices. Du hast ein paar You can go and have a fight with Möglichkeiten zu someone, wählen. with enemies, Du kannst entweder mit deinen Feinden kämpfen, show how courageous you are, du kannst zeigen, wie mutig du that bist, you've got a brave fighting spirit. dass du nämlich mutig bist und ein kämpferndes But if there aren't any Herz hast. enemies around, Aber wenn es keine what Feinde um could you dich do herum instead gibt, was könntest du da noch machen? that's more pleasurable? Das durchaus You schöner have an ist. orgy. Du könntest eine Orgie haben. There it is. This is what they're doing in verse 6. Und genau das machen sie hier in Vers 6. This is this cow that is a multifaceted God. Und genau das ist diese Kuh oder dieser Stier hier, der viele So, Facetten eines Gottes We've widerspiegelt. explained a number of things about this God. Wir haben nun viele Dinge oder viele Facetten über diesen Gott aufgezeigt. And as we close now, Und während zum in Abschluss jetzt, preparation for our next study, in Vorbereitung für unseren nächsten what I want to say is the Studium, following. möchte ich das Folgende sagen. In the studies that Elder Tess did that began this story, Die Studien, die Tess machte, die ganze Geschichte hier ins Rollen brachte, she mentioned all 4 points, all diese 4 Punkte hat sie erwähnt, but she focused on these 3. aber sie hat sich auf diese oberen 3 fokussiert. And she picked up the characteristics Während wir of a king, das sind diese Charakteristiken eines Königs. which is why I went to 1 Samuel chapter 8, verse 14. Und deswegen bin ich Verse 4, zuerst sorry. 1. Samuel 8, Vers 4 gegangen. She picked up the characteristics of a king, which is Sie hat Which die is Eigenschaften, these personality traits that they must have. sie hat die Eigenschaften eines Königs aufgezeigt, welche die hier dargestellten sind. And I want to focus on this one, Und ich möchte mich hier auf diese letzte beziehen, on fertility. auf die Fruchtbarkeit, So that's what we're going to look Zeugungsfähigkeit. at in our next presentation. Und das schauen wir in unserer nächsten Präsentation an. I want to apologize for the
technical problems we've had. Entschuldigt vielmals die technischen Probleme, die wir hatten. Please join me in prayer. Bitte lasst uns noch zum Abschluss beten. Heavenly Father, we thank you Himmlischer Vater, wir danken dir. as you teach us about who you are. Wir danken dir, dass du uns lehrst, wer du bist. Sometimes we have very strange ideas of your personality. Manchmal haben wir sehr merkwürdige Vorstellungen von dem, wer du bist. We live in a sinful world, Wir leben in einer sündigen Welt and often it does not reflect who you are correctly. und häufig spiegelt das nicht wider, wer du bist. Father, we don't want to lift up idolatry. Vater, wir möchten nicht den Götzendienst hochheben, But I believe that you want us to understand it for what it is. aber ich glaube, dass du verstehen möchtest, warum es ihn gibt. Help us to be mindful of the sacred ground upon which we stand. Hilf uns, dass wir uns bewusst sind, auf welchem heiligen Grund wir stehen. And may we balance this sacredness Und mögen wir diese Heiligkeit im Gleichgewicht haben, with a clear desire to understand the truth. im Gleichgewicht haben mit dem Verständnis, die Wahrheit zu I verstehen. ask for personal wisdom and strength to do this. Ich bitte dich um persönliche Weisheit und Kraft, dies umzusetzen. I pray for the translators that they will be able to share these thoughts correctly. Ich bitte dich für die Übersetzer, dass sie diese And most Gedanken of all, I korrekt pray for rüberbringen those können. listening Und am meisten bete ich für die, die zuhören, that they would have open and generous hearts and minds dass sie offene Herzen und to hear your Verstände voice haben, speaking through your words. um deine Stimme durch diese Worte zu erkennen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.